Jo Leute, mein Name ist Ben Henry und heute machen wir eine Foto-Challenge in Erfurt mit einer 10 Jahre alten DSLR-Kamera von Canon gegen eine neue Systemkamera von Sony. Ich will einfach mal gucken, ob sich so eine alte Kamera vergleichen lässt mit einer neuen Systemkamera, wie das mit der Schärfe aussieht. Pipapo. Die Challenge besteht genau aus 3 Regeln. Die Regeln sind ganz einfach. Wir machen eine Street-Fotografie-Challenge, das heißt, es gibt keine Regeln. Wir dürfen einfach in der Stadt rumlaufen und einfach Fotos machen. Danach werden wir die Fotos auswerten und der Verlierer muss dabei eine Strafe machen, die sich der Gegner ausdenkt. Genau, also kommt einfach mit. So, wir haben es geschafft endlich. Die buchten mich jetzt endlich ein, nachdem ich so scheiß Bilder die ganze Zeit gemacht habe. Aber Leute, nicht verzagen, wir machen noch gute Bilder heute. Okay, wir haben die Fotos beide noch nicht gesehen und wir fangen an mit dem ersten Foto und zwar das Dom-Foto. Okay, hier sind ein paar Ausschnitte, wie es uns ergangen ist und wie wir das Bild gemacht haben. Okay, wir sind jetzt hier am ersten Spot in Erfurt angekommen, am Domplatz. Problematik ist hier gerade, dass eine fette Demo ist. Das heißt, wir haben hier extrem viele Leute, die rumlaufen. Das Licht ist auch nicht so gut. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Wow, not bad. Ihr müsst immer mal in Betracht ziehen, dass dieses Foto ja mit einer DSLR-Kamera gemacht wurde. Also mit einer Kamera, die praktisch einen Spiegel hat und die vor über 10 Jahren rauskam. Die Canon EOS 400D mit einem Sigma-Objektiv. 18200. Ich muss sagen, damn. Das Bild sieht schon ziemlich nice aus. Das ist auch ziemlich scharf, wenn man hier reinzoomt. Die Farben sind von Canon natürlich ziemlich, also ich finde die ziemlich geil. Also für das, dass wir in dieser schattenreichen Situation waren, ist das schon ziemlich nice bearbeitet. Ich habe versucht, auf der Kirche oder auf dem Dom so ein natürliches Sonnenlicht einzubauen. Okay, das ist natürlich smart, ne? Weil wir ja keine Sonne hatten, ja. Beziehungsweise die war auf der anderen Seite. Also hast du eine künstliche Quelle praktisch einfach eingefügt. Ich habe es versucht. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir raten die Bilder von 1 bis 10. Ich würde dem Bild eine solide 7,5 geben. Das war jetzt das erste, was in meinem Mind war. Okay. Gut, dann werden wir mit meinem weitermachen. Das ist meins. Okay. Vom Dom. Also ich muss sagen, sehr, sehr krasser Vibe. So, geht in ganz andere Richtung wie meins. Sieht sehr vintagehaft aus und so ein bisschen antik. Wie du es gesagt hast, du hast es versucht, in den Kettenfarben zu halten. Es ist relativ warm, aber auch durch das Dach relativ kühl gehalten. Also das ist bläulich. Ja, also wenn ich jetzt mal sagen müsste, was ich hier in diesem Bild verfolgt habe, dann ist es tatsächlich dieser Vintage-Vibe, dieser Kodak-Vibe vielleicht so ein bisschen. Vielleicht sogar eher dieser Fujifilm-Vibe, würde ich sagen, um ganz ehrlich zu sein. Und ich habe mir wirklich auch vorgestellt im Mind, ich möchte, dass es halt episch aussieht. Ich möchte halt, dass es wirklich wie so ein antikes Werk aussieht. Von der Skala von 1 bis 10, wie würdest du das Bild bewerten? Ja, würde ich dem eine 8 geben. Wow. Weil ich finde es besser als meins. Lass aber noch Luft nach oben, wenn du sagst, dass noch bessere Fotos kommen. Ich glaube, es kommen noch bessere Bilder, aber wir werden es gleich sehen. Dann machen wir weiter. Ich weiß leider absolut nicht mehr, welches Bild es war. Okay, dann gucken wir da mal hin. Ich habe ja deine hier im Papierkorb aktuell. Nein, Spaß. Also das Bild ist sehr contrasty. Ich finde das irgendwie cool, dass der Arm so ein bisschen in die Bildmitte leitet. Allerdings finde ich es halt dunkel. Also ich finde, der hätte die Tiefen vorne anheben können, weil die Schatten sind way too dark. Ja, ich finde die Farben im Hintergrund dazu sehr schön Canonhaft. Finde die wirklich relativ gut. Das warme Sonnenlicht so, das finde ich halt an Canon allgemein sehr, sehr gut. Ich würde dem nicht so hohe Bewertungen geben. Was war denn deine Intention dahinter, das Bild so dunkel zu halten? Ich glaube tatsächlich, ich hatte sogar eine Maske um dich gemacht. Beziehungsweise auch um deinen Kopf und deine Arme. Es ist ja auch eher so ein Zwischendrin-Bild gewesen, ja, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen. Ja. Also in dem Bild, wie das zustande gekommen ist, ist tatsächlich, wir waren halt dann auf die andere Seite gelaufen. Okay, wir sind jetzt auf die andere Seite gelaufen von dem Dom und werden versuchen, von dieser Seite jetzt bessere Bilder zu machen. Ich möchte euch erstmal ganz kurz zeigen, dass wir uns vorher noch diese Scheiße hier geholt haben. Ganz lecker, tatsächlich. Ist jetzt so eine solide 5 von 10. Kann ich mitleben. Wegen den Farben von Canon. Okay, dann würden wir weitermachen mit dem Bild von dir. Finde ich sehr schön. Du hast natürlich genau das richtig gemacht, was ich falsch gemacht habe. Du hast vorne die Maske gemacht und hast mich schön hell gemacht und auch die Kamera. Man sieht jedes Detail von der Kamera. Was auch immer. Auf jeden Fall sieht es richtig gut aus. Und du hast Körnung drüber gemacht. Das habe ich bei gar keinem Bild gemacht. Das finde ich sehr schön. Nee, das ist tatsächlich Durchfall. Okay, dann ist das Sprenkeldurchfall. Genau, Sprenkeldurchfall. Der ist relativ weiter unten. Aber das ist halt nur für Premium-Nutzer. Achso, das habe ich nicht. Tut mir leid. Alles gut. Kann ich mir vorstellen. Auf alle Fälle, ich ärgere mich jetzt ein bisschen.
Aber ist jetzt egal. Das Bestmögliche ist tatsächlich einfach zu sagen, man macht diesen Bild-in-Bild-Effekt, ja, und versucht es darüber halt zu retuschieren, dass eigentlich die Composition und der Standort und auch das Licht extrem schlecht ist, ja. Also ich würde dem Bild, was habe ich dem anderen, eine 8 gegeben? Dann würde ich dem eine 7 geben. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. So Leute, wir sind jetzt an den 2 Locations und werden die 2 Bilder machen. Sieht scheiße aus, sag ich mal vorweg schon. Ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde, der Winkel ist richtig schön getroffen. Okay. Weil die S-Bahn dem Bild so eine richtige Tiefe verleiht. Und auch der Radfahrer vorne, weil mein Bild was anderes gemacht, aber der passt richtig gut rein. Ja, die Farben wieder sehr, sehr schön warm, auf jeden Fall angepasst. Wie du es gesagt hast mit dem Canon-Look. Genau. Sehr schöne Details im Himmel. Was ich noch sagen will, die Mauer vorne rechts, finde ich, passt top in das Bild. Ja. Also von der Skala von 1 bis 10, was würdest du dem Bild geben? Eine 8,5. Eine 8,9. Ja, krass. Also das Bild sieht sehr gut aus, finde ich. Also auch hier leidet natürlich die Schärfe drunter, weil der Shutter Speed wahrscheinlich falsch eingestellt war. Also man sieht so die leichte Verwacklung. Von der Composition her finde ich es relativ gut. Was ich auch gut finde, ist der Vibe von dem Bild. Also es sieht sehr, sehr retrohaft aus. Ja, also ich finde die Farben von Canon wieder sehr, sehr gut. Man sieht auch, dass ich tatsächlich mit meinem Color Grading relativ krass die Farben von Canon getroffen habe. Ich würde dem ganzen Bild overall eine 12 von 20 geben. Dementsprechend, wenn man das umrechnen würde, wäre das ungefähr eine 7 von 10. Wie bist du auf das Bild gekommen? Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Wir standen in der Toreinfahrt, haben gefühlt 10 Minuten gewartet, bis überhaupt mal wieder eine S-Bahn vorbeifährt. Okay. Und, kann ich so nicht beglaubigen. Doch, so ungefähr. Okay, ich bin kein Notar. Nein, auf jeden Fall weiß ich noch, dass dann ein Radfahrer mitten vorm Bild war, obwohl wir 10 Minuten lang gewartet haben. Das ist das, was ich meinte. Den habe ich weggeschnitten. Okay. So, hat es einen Sinn, nochmal um die Frage zu stellen, dass du den Europap-Latz fotografiert hast? Nein. Okay. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. Also das Bild hat relativ lange gedauert tatsächlich. Ich wurde tatsächlich sehr oft auch komisch angeguckt, warum ich die ganze Zeit auf dem Boden hocke und versuche, dieses Gebäude abzufotografieren, dieses asymmetrische. Ich bin auf den warmen Look aufgesprungen auf jeden Fall. Was sagst du dazu? Was sagst du zu den Farben? Was sagst du zu der Komposition? Das ist sehr, sehr nice, finde ich, die Fahrräder ganz vorne. Okay, krass. Da weiß ich noch, ich habe versucht, den Turm zu fotografieren und das ist absolut nach hinten losgegangen. Ist der Turm mit drauf gewesen? Das ist sehr schön getroffen. Irgendwie Ja, das Blaue habe ich tatsächlich gesucht im Internet, die Farbe. Ich habe gesagt, ich will, dass das Himmel aussieht wie das Meer in Kalabrien. Ja, das hast du gut hingekriegt. Habe ich tatsächlich ein paar Forscher gefunden. Das hat relativ viel Geld gekostet. Das hast du sehr schön gemacht. Das sieht sehr schön aus. Ich finde, der Turm sieht aus, als würde der von der Sonne direkt angestrahlt werden, als würde direkt Sonnenuntergang sein. Der Einzige, der da gestrahlt hat, bin ich. Und zwar radioaktiv. Ich gebe dem Foto, würde dem eine 8. Crazy. Ich finde es sehr schön, aber ich fand das andere und immer noch den Dom ist mein... Der Gedanke hinter dem Bild war tatsächlich, den Wasserturm abzufotografieren. Also hier fällt mir direkt auf bei dem Bild, es ist sehr Canon-farbig. Das wird daran liegen, dass du mit einer Canon fotografiert hast. Das gefällt mir sehr gut. Die Farben gefallen mir sehr gut. Die Farben sind sehr cremig. Das Haus ist sehr cremig geworden. Ich finde, dass die Lichter sehr schön orange sind. Also so wie eine Orange sein muss. Finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, die Details sind relativ gut beibehalten, selbst in den dunkleren Segmenten des Bildes. Allerdings ist es etwas unscharf. Das hat sich jetzt schon ein bisschen gezogen. Das könnte an der Linse liegen. Das könnte auch an der Kamera liegen. Das könnte an dem Sensor liegen. Wir wissen es noch nicht genau. Das könnte auch an der Fotografin, die konstant einfach einen falschen Shutter-Speed eingestellt hat, liegen. Auf jeden Fall finde ich die Blautöne von der Kamera nativ sehr schön. Du hast es wahrscheinlich mit Lightroom noch ein bisschen bearbeitet. Das finde ich sehr gut. Was wir ja dann natürlich ein bisschen sehen, ist das Rauschen. Ja, wir sehen hier sehr krasses Farbrauschen. Das hätte man reduzieren können. Das geht auch teilweise sehr gut über Lightroom zu machen. Ansonsten sehe ich keine chromatischen Operationen großartig. Das heißt, das Bild ist grundsätzlich gar nicht so schlecht geworden. Ich finde auch sehr schön, dass das still ist. Warum redest du so schnell? Ich will nicht, dass die Leute Interesse haben. Ich finde auch die Farben von Stillleben relativ schön. Also das ist relativ gut geworden. Ich finde es auch gut, dass die Bilder hinten, beziehungsweise die Menschen hinten relativ dunkel sind. Dadurch müssen wir die Menschen nicht sehen. Und es gibt den ganzen Vibe sehr gutes Bild. Ich würde dem Bild grundsätzlich eine 7 von 10 geben. Was war die Idee hinter dem Bild? Wolltest du das Gebäude fotografieren oder wolltest du die Menschen im Hintergrund, die relativ dunkel sind, fotografieren? Fokus lag eigentlich auf dem Fahrrad. Das sieht man, das hast du auch gemacht. Das habe ich sehr. Das war auch eigentlich blau. Du hast es wahrscheinlich rot gemacht. Und ich glaube auch, dass das gar keine Farbnoise ist. Ich glaube, du hast es richtig selber reingemacht, oder? Diese ganzen. Was jetzt? Dieses ISO-Rauschen, was hier drin ist vom Sensor, diese blaue. Achso, das ist Grain. Das ist Durchfall, wie du vorhin gesagt hast. Achso, okay, sehr gut. Darmpolypen. Darf ich öffnen? Du darfst es öffnen.
Oh, krass, okay. Okay, krass, finde ich auch krass. Hatte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, sage ich ehrlich. Ich wusste nicht mehr, wie ich das editieren. Ich glaube, ich bin da von meinem grundsätzlichen Editieren ein bisschen abgegangen. Also ich würde mal ein bisschen was zur Story erzählen. Du kannst gleich was dazu sagen. Ich finde, ich habe hier versucht, das Bild ein bisschen von den Canon-Farben wegzubearbeiten. Ich wollte so ein bisschen einen Comic-Style reinbringen. Deswegen habe ich die Overall-Kühlnis ein bisschen reingebracht in das Bild, weil ich wollte, dass die Orangetöne in dem Shop von Stillleben ein bisschen mehr knallen. Weiß ich nicht, ob ich das geschafft habe. Das könnt ihr mal beurteilen. Ihr könnt ja mal Kommentare in den Kommentaren lassen. Ansonsten habe ich auch versucht, im Endeffekt das Haus auf dem Bild zu kriegen. Auch relativ schwer, weil Häuser bewegen sich in der Regel relativ schnell. Aber wir haben es mit einem hohen Shutter-Speed geschafft. Also ich finde, du hast hier ein bisschen deinen Stil gebrochen, weil... Aber nicht gebrochen. Nein, im Positiven. Wie? Weil es ist nicht mehr so dieses warme Canonhafte. Du hast halt versucht, also ich check die Intention, dass du wolltest, dass es außen vielleicht ein bisschen kühler wirkt durch diese blauen Töne. Genau. Und innen von dem Gebäude so ein bisschen wärmer durch diese Lampen. Dass Ich so wollte praktisch, dass es wie eine Bombe ist. Von innen warm, von außen kalt. Ich verstehe die Intention. Das Fahrrad hier vorne, kannst du kurz was dazu sagen? Da ist nur noch ein Reifen, ein Rad. Genau, das Fahrrad, das war ursprünglich das rote. Das haben die tatsächlich abmontiert, als ich das Foto geschossen hatte. Da ich sehr, sehr langsam am Fotoschießen bin und ich das Foto priorisiert habe, konnte ich die Täter nicht abhalten, davon das Fahrrad zu klauen. Und habe aber es zumindest schaffen können, aufgrund der Komposition das Rad noch einzufangen. Das ist dann von selber weggerollt. Gib ihm eine 7 von 10. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the top, I level the score. Ich habe jetzt das mit der S-Bahn aufgemacht von dir. Also was ich hier sehe, das Bild ist sehr unscharf, der Shutter ist falsch eingestellt. Ich finde die White Balance ist ein bisschen off. Ich finde grundsätzlich hat es aber ein Vibe, das Bild, das muss ich dazu sagen. Es hat ein Vibe, es hat die Canon-Farben, das finde ich mal sehr schön. Das sieht man in den Orangetönen, das sieht man in der Lampe. Sie sind ein bisschen von den Gelbtönen ab und mehr in die Rottöne gezogen. Man mit KI wahrscheinlich faken können und dann dadurch ein bisschen schärfen können, aber das wollen wir ja nicht, weil wir sind ja keine Faker. Ansonsten finde ich das Bild relativ gut. Ich würde dem Bild overall eine 4 von 10 geben. Okay, krass. Ja, nein, verstehe ich. Was ich nicht verstehen kann, du hast das Bild tatsächlich, wenn man an die Uhr ranzoomt, um halb... jetzt reagiert mein Computer nicht mehr. Mein Computer ist abgestorben, diese Sohn. Hast das Bild tatsächlich um 6:30, sehe ich gerade. 6:30. Was soll uns das sagen? Kochst du 6:30 die Mohrrüben? Dann wird man weitermachen mit dem nächsten Bild. Und zwar von mir. Und zwar ist das Bild vom Anger. So, hier ist mein Ausschnitt, wo wir das Bild vom Anger gemacht haben. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch nochmal ein Foto. Wir sind jetzt hier am Anger in Erfurt und werden hier nochmal einen Test machen. Ob die Fotos gut werden, kann ich nicht versprechen. Liegt aber nicht an mir. Da waren wir tatsächlich am Anger und haben das Bild gemacht vom Anger selbst, weil der direkt am Anger ist. Und ich würde das Foto mal einblenden. Das ist vom Anger. Hier mal die Geschichte dazu vom Anger. Was sagst du zu dem Bild? Also ich will erstmal kurz was zu dem Bild sagen. Das Bild ist entstanden, weil ich den Anger... wir waren tatsächlich am Anger gewesen und was ich sehr schön finde, sind die Blautöne an dem Bild. Also sie sind relativ blau geworden, das hätte ich gar nicht gedacht in dem Moment. Ich finde die Hellation in dem Bild aufgrund des Mistfilters, den ich auf meine Linse montiert habe, relativ scheiße stark. Das ist mir fast zu viel, das will ich so nicht mehr haben und werde vielleicht auch nachher meine Wut an diesem Mistfilter auslassen. Frauen da vorne sind keine bezahlten Models, das waren tatsächlich normale Otto-Normalverbraucher, die in den Anger reinlaufen wollten und sich wahrscheinlich Anger gut... Was würdest du ein Bild für ein Anger? Also, die Composition von dem Bild ist absolut top. Ich liebe dieses Bild. Ich würde gleich Wie machst du das fest? Mir gefällt das einfach unfassbar gut. Ich würde auch gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich gebe dem Foto eine 10. Von? 10. Krass. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the Das Bild finde ich sehr schön. Du hast eine gute Schärfe aus der Kamera wieder rausgeholt. Man hat hier einen relativ natürlichen Crane drin. Ich weiß nicht, ob du da Crane drüber gemacht hast. Sieht ein bisschen so aus. Ich finde die Composition sehr schön. Was ich sehr, sehr gut finde, sind auf jeden Fall die Bäume, die so einen gewissen baumhaftigen Effekt dem Bild geben. Was ich auch sehr schön finde, ist das Gebäude. Das macht mir overall Spaß, das Bild anzuschauen und deswegen würde ich insgesamt eine 6,1 Viertel von 10 geben. Willst du noch was zur Story erzählen, wie du zu dem Bild gekommen bist, wer dir das Bild gegeben hat? Vielleicht auch eventuell hast du es geklaut von jemandem? Ja, von... Nee, habe ich nicht. Okay, sehr schön. Ich würde jetzt tatsächlich weitermachen mit dem Bild. Genau, also hier in dem Bild habe ich versucht, das Haus einzufangen. Tatsächlich, hat nicht fotografiert, deswegen habe ich es dann gelassen. Was ich hier versucht habe einzufangen, ist tatsächlich der Mann, der da ganz kurz noch in das Foto reinguckt. Der hat aber dann angefangen, panisch zu schreien und da habe ich mich relativ laut erschrockt und dann das Haus an sich fotografiert. Tatsächlich wollte ich in das Fenster von dem Haus rein fotografieren und die Personen, die da aus dem Fenster geguckt haben, fotografieren. Dann hat mir einer gesagt, dass es illegal ist und ich habe versucht, das Haus einzufangen. Dann wurde ich für verrückt erklärt, weil ich ein Haus einfangen möchte und dann habe ich einfach fotografiert. Also ich finde das Foto
Die Story dahinter ist krass von dem Foto. Danke. Von den Farben her ist das Foto genauso gehalten wie das andere. Finde ich sehr schön. Tatsächlich ist es Allerdings- farbig. Ja, es ist bläulich. Allerdings gefällt mir die Composition von dem Foto nicht so gut wie das andere. Sag mal einen Overall-Score, den du geben würdest. Eine 4. Scheiße. Ja, ich fand das andere schöner. Ja, aber da ärgere ich mich. ist es trotzdem. Nee, da ärgere ich mich. Na, ich gebe mir auch Mühe. Ich weiß. Nö. Doch, das sieht man. An dem Bild anscheinend nicht. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the top till I Also an level dem Bild sehe ich, dass es ein Bild ist, was tatsächlich mit einer Kamera gemacht wurde. Kann das sein? Sieht man das? Ja. Sicher. Nein. Ich sag mal so, was mir an dem Bild gut gefällt, Laternen, ja, die in dem Bild vorhanden sind und so ein bisschen Stunts aufweisen, als wäre alle 5 Meter wirklich so eine Laterne. Hat einen wirklichen Vibe. Ich finde das Gebäude auch cool, das du fotografiert hast. Ich finde den Blauton im Himmel sehr, sehr schön. Was ich auch gut finde, ist auf jeden Fall das Gebäude im Hintergrund, hinter dem Gebäude. Also finde ich sehr, sehr schön. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass im Haus solche komischen Applikationen drin sind. Die Reflexionen von den Dachziegeln. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das ein Fehler von der Kamera ist. Also ich würde dem Bild overall eine 6.19. Finde ich gut. Also kurz zur Story von dem Foto. Habe ich einfach in dem Moment gemacht, wo du das Angerfoto geschossen hast. Okay, dann machen wir weiter mit dem letzten Bild und da sind wir tatsächlich schon am Ende. Und zwar ist das der Automat. Also hier mal eine ganz kurze Entstehungsgeschichte von dem Bild. Das sieht man in dem Blog. Yo Guys, wir sind jetzt hier gerade am Auschecken da von Erfurt und ich habe eine richtig geile Idee, fotografietechnisch mit diesem Automaten da hinten. Also kommt einfach mal mit, wir zeigen euch das. Ich zeige euch das. Hier. Na, hier drin ist noch einer. Also was ich hier gemacht habe in dem Bild ist tatsächlich, ich bin zu einem Parkautomaten gegangen und habe den einfach abfotografiert. In dem Fall war mir wichtig, dass der Parkautomat im Bild ist. Was war die Intention von dem Bild? Ich wollte einen Retro-Vibe entstellen. Ja, das sieht man tatsächlich an dem Automaten, der im Bild ist. Und ich wollte versuchen, dass es symmetrisch aussieht auf jeden Fall. Ich verstehe den Retro-Vibe dahinter. Okay. Und ich finde es absolut krass, was du aus dem Foto gemacht hast, weil ich war ja dabei und ich weiß, dass der Automat an sich langweilig aussah. Und eigentlich nicht so das krasse Fotomotiv. Und ich finde, du hast da was richtig Cooles draus gemacht. Der Retro-Vibe ist auf jeden Fall da. Farben finde ich auch sehr cool, vor allem dieses Licht unter dem Kassenautomat. Sehr schön hervorgehoben und dadurch einfach perfekt. Ich würde mich deiner 7 von 10 anschließen. Vielen Dank. We said goodbye, no clarity. I'm leaving now. Are you blaming me? Radio silence, but I guess that's how it. Also einmal ein Philly Cheesesteak. Filet of Fish, ja? Nein, den Philly, den, Oh, so. genau. Hab ich. Und einen Chicken Burger. Ja. Genau. Dann würde ich diesen Waffelburger da nehmen. Ja, hab ich. Und dann noch diesen geheimen Burger. Welcher Burger noch? Dieser geheime, der auf TikTok gerade ist. Eine Crispy Korean oder was? Ich weiß nicht, ob der das ist. Das ist, glaube ich, der Philly Cheesesteak. Ach so, okay. Hab ich. Genau, und das wär's. Alles klar. Vielen Dank.